Waren deine Eltern musikalisch? Ja, also mein Vater war auf jeden Fall sehr musikalisch, wäre vielleicht auch unter anderen Umständen Musiker geworden, aber die Umstände waren natürlich die Kriegszeit. Da waren danach, nach dem Krieg, waren andere Dinge wichtig. Als ich damals 6 Jahre alt war, hatte er einen sehr guten Freund, der eben Musiker war und dann mein späterer Lehrer. Und bei dem hat er mich, zu dem hat er mich mitgenommen, mich da ihm vorgestellt. Und sein Freund, der hat eben gesagt, ja, Matthias ist begabt für Musik. Und da ging's dann also los. Und die ersten 3 Jahre waren nicht so glücklich irgendwie. Also ich hatte als 6-Jähriger noch nicht so den Faible fürs Üben. Das musste mir erst beigebracht werden. Aber dann nach so 3 Jahren war dann der Knoten geplatzt. Also er war eigentlich derjenige, der mich letztendlich zur Musik gebracht hat, muss man sagen, ja. Und über welche musikalische Schiene? Also klassischer Unterricht, klassische Musik? Ja, absolut. Ja. Also Mozart, Beethoven, also später natürlich dann, also nach 3 Jahren, Bach, Mozart, Beethoven, also die ganze klassische Schiene habe ich da kennengelernt, dankenswerterweise kennengelernt. Was aber schön war. Also meine musikalische Welt war eigentlich recht klein. Ne? So klassische Musik und dann die Plattensammlung meiner Eltern, deutscher Schlager von damals. Kleine Nachtmusik von Mozart habe ich rauf und runter gehört als kleines Kind, musste mir immer wieder aufgelegt werden. Und was habe ich noch gehört? Ja, und dann hatte ich noch eine Platte von meinen Verwandten aus Brasilien. Die haben mir, also uns, eine Platte mitgebracht mit Samba Batucada. Und ich war wahrscheinlich einer der wenigen in Würzburg als kleines Kind, der Samba Batucada gehört hat. Ich habe dann Klavier studiert sogar, aber es kam irgendwann die Kirchenorgel dazu. Als ich auf dem musischen Gymnasium war, wollte ich Kirchenorgel lernen, habe das 2 Jahre gemacht. Und da es da die Möglichkeit gab, auch andere Zusatzfächer zu wählen, habe ich 2 Jahre lang Cello gespielt, bin aber über die erste Lage nie rausgekommen und habe auch 2 Jahre und noch ein bisschen länger Klarinette gespielt, was mein Papa auch gespielt hat. Und dann habe ich so mit 13 oder so bin ich dann auf die Beatles gekommen durch meinen Cousin, der großer Beatles-Fan war. Und das hat mich dann total beeinflusst. Und dann kamen die Gitarren dazu, Bassgitarre, weil Paul natürlich Bassgitarre gespielt hat. Manchmal auch Keyboard, aber meistens Bass, ja. Also für mich war das klar, ich singe jetzt, weil ich wollte so sein. Ja, das war irgendwie, es schien mir natürlich zu sein. Für andere vielleicht nicht, aber für mich war es irgendwie cool. Die nächste wichtige Station war eigentlich, es gibt 2, war die, dass mein alter Freund Andreas noch aus Kindergartentagen kannte ich den oder kenne ich ihn, mir irgendwann mal gesagt hat in einem Gespräch, als ich 18 war und ich nicht sicher war und ich fast dazu geneigt war, ins Geschäft zu gehen aus Solidarität zu meinem Vater irgendwo, und der mir dann wirklich in einem ganz ernsthaften Gespräch mit 18 Jahren, mit aller Ernsthaftigkeit, mir doch gesagt hat, das soll ich auf keinen Fall machen. Also ich muss Musik machen, du darfst nichts anderes machen. Und das war für mich sehr gut, weil das hat meine Entscheidung letztendlich dann gefestigt. Und die nächste wichtige Station war eigentlich, dass wir mit der Band, mit der damaligen Schulband, Beatles Showband, uns entschieden haben, dass wir endlich mal Studioaufnahmen machen wollten, so wie die Beatles eben auch so. Ne? Das war alles so nachgelebt irgendwo, ne? Wollten wir die gleiche Erfahrung machen. Und dann sind wir dort ins Tonstudio Hirschfeld bei Jürgen Gerner. Und da habe ich die ersten Studioerfahrungen gemacht, was also für mich eine völlig neue Qualität von Musik machen war. Also ganz viel aufnehmen, ausprobieren, sich wieder hören, kontrollieren, addieren zu dem, was man gemacht hat. Und Jürgen hat da immer unheimlich geholfen, war mit Rat und Tat immer dabei, hat uns Mut gemacht. Was auch hilfreich war, dass man jemanden hat, der sagt, toll, was ihr macht und macht weiter so. Also das war eine ganz wichtige Station. Da hatte ich gerade angefangen, Klavier zu studieren
Und dann, zu dem Zeitpunkt sind wir dann fast zeitgleich ins Studio gegangen. Ja. Damals gab es das Konservatorium noch in Würzburg und da habe ich dann, wie gesagt, angefangen mit Klavier Hauptfach und Klarinette Nebenfach. Und ja, und das hat sich aber dann irgendwann verändert, dass ich dann durch die Begegnung mit Siegfried Fink zunächst mal gewechselt habe, zum Nebenfach Schlagzeug gewechselt habe, die Klarinette also beiseite und habe dann Nebenfach Schlagzeug gemacht. Es war so, dass ich am Konservatorium feststellte, dass aus jedem Übezimmer die gleichen Stücke klangen. Also jeder spielte Beethoven, Mozart, Bach, jeder spielte irgendwo das Gleiche. Und dann dachte ich, jetzt mache ich auch das Gleiche. Was mache ich denn später? Also für mich schien das keine Perspektive zu haben. Und Schlagzeug war für mich damals eine völlig neue Welt, die ich durch einen Kollegen Achim von Bassen kannte, mit dem ich dann später auch an der Hochschule studiert habe. Der hat ein bisschen was erzählt, was er macht bei Fink und so. Und es hat sich total interessant angehört. Also ich habe Fink losgelöst von der Perkussion kennengelernt. Ich habe ihn als Musiker kennengelernt. Und er mich auch als Keyboarder und Bassist irgendwo. Und dann hat er mir einige Zeit später, nachdem die Aufnahmen ganz gut verlaufen sind, hat er mich wissen lassen. Also er hat es mir nicht direkt gesagt, er hat mich wissen lassen über seine Tochter. Ich sollte mir doch überlegen, ob ich nicht vielleicht Schlagzeug studiere. Und zwar nicht nur Schlagzeug Nebenfach, sondern Hauptfach. Ja, und dann habe ich volle 2 Tage überlegt und habe mich dann ganz spontan entschieden. Habe dann, als ich wusste, ich werde das durchziehen mit Schlagzeug, habe wirklich jeden Tag 8 Stunden geübt. Aber es war auf der anderen Seite auch wieder so ein Reiz irgendwie. Also wenn ich wusste, der Kollege, ich habe dann gefragt, wie viel übst denn du? Ja, 4 Stunden, habe ich mir gedacht, okay, du bist jetzt 3 Jahre mir voraus oder 4. Wenn du 4 Stunden übst, dann muss ich 8 Stunden üben und nicht halbwegs hinkommen. Das war so. Ja. Aber das hat Spaß gemacht, das hat tierisch Spaß gemacht. Und Fink war einer, und da hatte ich einen riesen Vorteil, der mich da unterstützt hat. Der wusste ja, dass ich technisch nicht so weit sein konnte wie die anderen. Das war ja logisch. Aber dadurch, dass er mich von diesen Studioaufnahmen kannte, wusste er, wie weit ich musikalisch bin. Also welchen Hintergrund ich habe. Und das hat immer eine Rolle gespielt. Und dadurch habe ich mich zu Hause gefühlt. Ja? Also ich habe mich angenommen gefühlt, wertgeschätzt als Musiker. Und habe versucht, eben meine Technik so nach vorne zu bringen, dass das, was ich musikalisch mitbringe, sich auch darstellen lässt. Ja? Ja. Das war am Anfang halt noch nicht möglich. Aber es war der Reiz. Ich habe zwar mich wirklich voll dem Studium gewidmet, auch mit diesen 8 Stunden, aber irgendwo hatte ich immer noch genug Energie, mir kreative Dinge auszudenken. Manche haben dann zu mir gesagt, du weißt ja nicht, was du willst. Ja, entscheide dich doch mal. Fink wollte irgendwann mal, dass ich mich nur für Perkussion entscheide. Und ich habe parallel noch angewandte Komposition studiert, hieß das damals, Film- und Bühnenmusik. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kann nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es geht nicht. Ich kann nicht nur Perkussion machen. Hätte ich jetzt als Solist gedacht, hätte ich es tun müssen natürlich, weil hätte ich ganz andere Prioritäten gesetzt. Aber ich wollte nicht Solist sein. Mich hat das Ganze als Klangwelt, als Musik, wie soll ich sagen, als Musik-Environment interessiert. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das war mir wichtig. Als neue Erfahrung, die ich einbauen kann, so wie andere Instrumente auch. Und das hat sich immer so durchgezogen. Und dann bin ich mit Christoph ins Studio, weiß ich noch, und haben, nach Hirschfeld natürlich, und haben uns getroffen im Studio und haben gesagt, jetzt probieren wir mal Neue Deutsche Welle. Er hat überhaupt keine Ahnung, was wir machen sollen. War das dann Neuland, die Band? Ja. Habe ich das richtig Neuland, jetzt? ja.
im doppelten Sinn, weil es war für uns Neuland, Neue Deutsche Welle. Dann zu produzieren war Neuland, also das war der Begriff lag für uns ziemlich nahe. Und wir hatten einen amerikanischen Produzenten. Dessen erste Produktion eine Neue Deutsche Welle Produktion war. Todd Kennedy. Der Papa von Todd, habe ich später erst erfahren, war Mitbegründer der PHS. Der Todd war ein unheimlich sensibler Mensch, der immer in deinem Sinne positiv gedacht hat. Das heißt, wie soll ich sagen, er hat jeden Menschen genommen, so wie er ist, und hat ihn immer positiv betrachtet. Und hat immer sich vorgestellt, er ist jetzt so wie er ist, weil er eine Geschichte hat, weil er etwas mitbringt. Deswegen ist er so. Und das hat man immer gemerkt, er ist immer offen gewesen für einen. Also das war irre. In der größten Stresssituation blieb Todd cool. Cool ist falsch. Er selbst ruhig, gelassen, stoisch. Die Situation ist, wie sie ist gut so. Das hat er ausgestrahlt und es war fantastisch. Also er war damals 4 Jahre älter als ich, er hat für mich eine Reife gehabt, da habe ich Jahrzehnte, ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon habe. Also der war echt seiner Zeit voraus. Ganz irre. Ja. Hier sieht man zum Beispiel Thomas Kems, Axel Fries, Adel Chalabi, Peter Sadlo, Martin Amthor, Ney Rosauro, Achim von Bassen, Rainer Römer, Günter Peppel, Thomas Hupp, also Andi Kohlmann. Also ganz viele, die wirklich dann im Lauf der Jahre nach der Fink-Studienzeit Karriere gemacht haben. Das ist auch nochmal ein schönes Bild. Das ist jetzt noch auf der Terrasse von Finks Haus. Aufgenommen, schätze ich mal, in 83 dürfte es gewesen sein. Paul Motz, der Professor in Luxemburg, für Schlagzeug, Eckhard Kopetzky, Achim von Bassen, Gunter Kamp, natürlich Siegfried Fink. Im Nachhinein stellt man fest, dass das ein unheimlicher Glücksfall gewesen ist. Ich denke mal, für die anderen war es genauso. Also man hat sich gegenseitig irgendwo total beeinflusst. Also für mich eine unheimlich wichtige Zeit, muss ich ehrlich sagen. Ich war an der Hochschule, da kam Peter kurz nach mir. Ich bin in 80 an die Hochschule gekommen. Also ich kam zum Sommersemester kam ich und wahrscheinlich kam er zum Wintersemester, schätze ich mal. Und dann war es so, dass er in der Nähe von Nürnberg gewohnt hat, in Zirndorf, und immer herfuhr. Und irgendwann war es dann so, dass er, wenn er dann da war, bei mir gewohnt hat, über relativ lange Zeit. Und ich habe ihm auch einen Wohnungsschlüssel gegeben und das war dann wirklich eine sehr intensive Zeit, weil wir oft bis tief in die Nacht diskutiert haben und philosophiert haben über Gott und die Welt, über die Mädels insbesondere, aber natürlich auch über Musik und Marimba. Und da habe ich wahnsinnig viel davon profitiert, weil von ihm auch wieder eine neue Sichtweise auf das Instrument kam, weil er sich unheimlich viel Gedanken über Marimba gemacht hat, über Schlägel, über Klänge, weiß ich noch, wie wir damals diskutiert haben, mit Tremolo auf Marimba spielen. Er hat immer gesagt, man muss nicht Tremolo immer so spielen, man muss es ausnotieren, dass man genau weiß, welcher Mellet dann wann was macht. Es muss einfach viel genauer notiert sein. Und da haben wir wirklich viel Ideen ausgetauscht. Und das sind Sachen, davon profitiere ich heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eine ganz intensive Zeit. Also auch ein Detailversessener. Absolut. Absolut. Also er war Perfektionist. Wirklich. Aber im positiven Sinn. Und er hat auch immer alles dieser Perfektion unterstellt. Also
sein Ziel war immer, rüberzukommen, also es über die Rampe zu bringen, also um es jetzt hemdärmlich auszudrücken. Aber letztendlich wollte er Leute gefühlsmäßig treffen. Er wollte emotionalisieren. Das war sehr deutlich spürbar. Und er wusste, dass er das kann. Und er wusste aber, dass er es nur dann kann, wenn er über den Dingen steht. Es musste spielerisch sein. Und daran hat er permanent gearbeitet. Und er hatte einfach diese Bühnenpräsenz, also das war fantastisch, unglaublich. Und es war nicht nur auf wenige hat es gewesen, es war alle. Also alle, die guckten, waren, was passiert da? Ich erinnere mich an ein Konzert, das war auf der Würzburger Festung hier, auf der Burg. Da gab es so einen schönen Saal und da habe ich zum ersten Mal öffentlich, vorher hatte ich schon gehört, aber zum ersten Mal öffentlich die Cello-Suite von Bach gehört, die damals, ich glaube in Luxemburg zum ersten Mal bei einem Marimba-Wettbewerb Pflichtstück war. Und er hat die C-Dur-Suite gespielt und das war so ergreifend, ich musste weinen. Das war Keiner tanzte so auf dem Vulkan, gefesselt waren alle, die dich sahen. Kein Ziel war dir zu weit, hast nie dein Spiel bereut. Ich konnte dich lesen wie in einem Buch, wir teilten so oft den Gedankenflug. Denk ich an diese Zeit, dann wird mein Herz ganz weit. Abschied ist ein kalter Wind, der in meiner Seele weht. Alles das, was uns verband, wird bleiben, nichts vergeht. Was wir in unserer Zeit erlebten, gab mir diesen Spin. Leben teilen, lachen, weinen, suchen nach dem Sinn. Wie nah wir uns mal waren, spür ich nach so vielen Jahren, wie intensiv das war. Zwei Freunde, sonnenklar. Hast mir so viel Kraft gegeben, bleibst ein Teil von meinem Leben. Was würde ich nur dafür geben, dich noch einmal zu sehen? Abschied ist ein kalter Wind, der in meiner Seele weht. Alles das, was uns verband, wird bleiben ganz bestimmt. Die Zeit von damals machte mich zu dem, der ich heute bin. Liebe teilen, Seelen streichen, darin liegt der Sinn. Mich reizen einfach unterschiedliche Instrumente erstmal und unterschiedliche Stilistiken. Also ich bin absolut fasziniert von Blues. Ich habe mich in der letzten Zeit sehr viel mit Gitarre, mit E-Gitarre beschäftigt. Das wollte ich unbedingt machen, weil ich einfach Musik nachempfinden möchte auf dem Instrument. Also mir reicht es nicht, was für Congas zu schreiben oder für Djembe zu schreiben. Ich möchte es auch spielen, auch wenn es nicht hundertprozentig wie ein Profi ist, der jetzt nur Djembe spielt oder nur Congas spielt oder sowas. Das geht bei der Vielzahl der Instrumente ja gar nicht. Aber ich möchte das Feeling für das Instrument haben. Und dann kann ich auch schreiben dafür.
Das ist das beste Beispiel Marimba. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren, weil meine frühere Duo-Partnerin, jetzt spielen wir nicht mehr im Duo, Evgenia, die ja auch mit mir im Studio aufgenommen hat, als ich sie auch Solo gehört habe, immer öfter Solo gehört habe, habe ich gedacht, es macht eigentlich keinen Sinn, mit ihr im Duo zu spielen. Ich bin zu schlecht. Ja. Also ich kann mir Sachen ausdenken für Marimba, noch so schwer, so, wie es irgendwie geht. Und dann habe ich eingesehen, ich muss nicht immer alles spielen können. Die hat eine ganze LP sogar aufgenommen, eine ganze CD, ein ganzes Album mit Stücken von mir in 2006. Also ganz fantastische Aufnahmen. Also wirklich, Evgenia hat auch in so vielen Feldern mich auch immer beraten, was Marimba betrifft. Ne? Also ich konnte immer zu ihr gehen, weil, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angedeutet, meine instrumentalen Fähigkeiten sind begrenzt und meine Wunschvorstellung ist groß. Und manchmal wusste ich eben nicht, würdest du das so spielen, würdest du das akzeptieren so als Marimba-Solistin? Und da war sie also wirklich immer sehr hilfreich und hat mir Ratschläge erteilt, auch beim Agnus Dei. Wir haben da sehr intensiv zusammengearbeitet, auch in der Entstehungsphase schon, dass wir Sachen ausprobiert haben. Ich habe dann Keyboard gespielt, also mit Choreinstellungen, und sie hat dann auf dem Marimba ausprobiert oder geht nicht oder mach mal anders oder das ist gut, das ist schlecht. Also es war mir war immer wichtig, ihre fachmännische Rückmeldung zu kriegen, weil dann wusste ich, ist okay. Und da bin ich echt ihr unheimlich dankbar. Das war eine ganz tolle Hilfe. Ich habe zum Beispiel unheimlich viel früher im Chor gesungen, am Gymnasium schon, musisches Gymnasium, dann am Konservatorium, dann in Laienchören mitgemacht, an der Hochschule sowieso, also war immer Pflicht im Chor zu singen, es hat mir immer Spaß gemacht und deswegen war das dann auch irgendwann der Grund, warum ich dann auch für Chor schreiben konnte, auch das Gefühl hatte, wie geht es mit dem Chor. Ich singe auch viel Chor selber, im Studio zum Beispiel. Also von daher ist es mir immer wichtig, ein Gefühl für das Instrument oder für die Thematik zu haben, nicht nur in der Draufsicht, sondern im Innenverhältnis, um es mal blöd auszudrücken. Also einfach, wie fühlt sich ein Instrument an, wie klingt es, wie vibriert es, was macht man da? Also das ist für mich einfach wichtig und Mozart richtig zu spielen und richtig heißt wirklich künstlerisch richtig zu spielen oder AC/DC richtig zu spielen, das macht natürlich einen Unterschied, was das Genre betrifft, aber vom Ansatz her nicht. Ich kann beides gut spielen, ich kann beides schlecht spielen. Entscheidend ist nur, dass das, was ich mache, ich möglichst gut mache. Und dafür kommen die Leute zu mir an die Musikschule, dafür bin ich da und dafür übe ich auch. Also ich übe ja auch für meine Schüler, dass die das authentisch geliefert bekommen, wie sie es brauchen. Also ist die Musikschule, und das war ja die Ausgangsfrage, ist die Musikschule schon auch irgendwo ein antreibender Faktor für mich. Mir geht es einfach darum, dass Musik als gemeinsames Erlebnis rüberkommt. Und das kann ich auf jeder Ebene und mit nahezu jedem Instrument machen. Und da ist es halt wichtig, es geht nicht immer, aber wenn es geht, versuche ich mitzuspielen. Gerade im Trommeln ist es relativ einfach, das zu bewerkstelligen. Bei der Gitarre eigentlich auch. Man kann es auf viele Instrumente übertragen. Manchmal muss man Schüler natürlich auch alleine spielen lassen, logischerweise, gerade wenn es um technische Dinge geht. Aber letztendlich ist mein Ansatz ich versuche die Schüler da abzuholen, wo sie sich befinden, was sie machen wollen. Also jetzt, vor kurzem kamen 3 Mädels, die miteinander befreundet sind und haben einen neuen Hit, für sie einen Hit machen wollen. Da habe ich gesagt, klar, machen wir. Bluetooth an, wo sind die Akkorde rausgehört und Text, wo ist der Text und angefangen. Und das ist für mich lebendiger Unterricht. Es dreht sich ja nicht darum, dass ich meine Musik durchsetze. Es dreht sich darum, dass die Menschen, die zu mir kommen, mit ihren Vorstellungen
ihre Musik machen. Und das ist das Wichtigste eigentlich, dass sie ihre musikalischen Fantasien, die sie haben, in irgendeiner Weise ausleben können. Das ließ sich aber nur oder lässt sich auch nur an meiner Musikschule, an meiner eigenen Musikschule realisieren. Ich könnte das nicht an einer städtischen Musikschule, da wäre ich Schlagzeuglehrer aus die Maus, weil jemand anders unterrichtet dann Klavier. Das würde nicht gehen. Bei meiner eigenen Schule kann ich das. Und das ist das Schöne daran. Ich kann mich also austoben, wenn man so will. Ja? Das ist schön. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, and I know they don't belong here in heaven. Eigentlich muss ich sagen, ich habe erst angefangen, wirklich zu komponieren nach meinem Empfinden, als ich mehr in die Pop, mich für Popmusik interessiert habe. Da ging es eigentlich erst für mich so richtig mit dem Komponieren los. Also war das erste Highlight für mich war damals Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel. Als ich das gehört habe, das hat mich total umgehauen irgendwie. Vorher war ich noch absolut auf dem Klassiktrip. Und Bridge Over Troubled Water hat so ein schönes Klavier, so Gospel-inspiriertes Klavier irgendwo. Ne? Und das weiß ich noch, wie ich das zum ersten Mal gehört habe. Das wollte ich spielen, das Lied. Das fand ich total toll. Und das hat mich so ein bisschen eigentlich dann dazu gebracht, am Klavier mir Songs auszudenken mit meinem damaligen Schulenglisch natürlich. Höchst unperfekt. Aber das waren so die ersten Schritte in Richtung Songwriting, ja. Und das Komponieren für Schlagzeug, kam das während dem Studium? Das kam, ja, das oder kam. Für Perkussionsinstrumente? Oder? Ja, das kam während des Studiums. Und zwar, wie war das? Das erste, was ich schrieb, war, glaube ich, Cabo Frio, wenn ich mich recht erinnere. Was aber später als Rev rauskam. Aber Cabo Frio habe ich früher geschrieben. Und das weiß ich noch, weil wir, Thomas Hupp und ich, Studienkollege, wir waren zusammen bei Fink, hatten Unterricht bei ihm zu Hause, manchmal. Und es war kurz vor Weihnachten und dann sagte er zu mir, ob ich mir nicht ein Stück ausdenken könnte für Percussion Ensemble. Und dabei kam Cabo Frio raus. So war das. Und dann einige Zeit später hat er es dann beim Zimmermann Verlag untergebracht. Und bei Rev war das ähnlich. Das hatte ich mir aber für mich ausgedacht für Vibraphon. Und fast zeitgleich oder etwas später war dann Mark Landworth bei mir in meiner damaligen kleinen Studentenbude, 10 Quadratmeter, war ein Fender Rhodes drin, ein Vibraphon, ein Bett und ein Schrank. Das war echt heftig. Und ja, das weiß ich noch, eines Abends war Winter, kam er zu mir und spielt mir seinen Blues for Gilbert vor. Und erzählt mir die Geschichte dazu, dass es seinem verstorbenen Lehrer gewidmet ist. Und ich spielte ihm vor. Also das war nicht geplant, dass das dann, also von uns aus nicht geplant, dass es dann in dem gleichen Heft rauskommt. Es war dann, durch Fink kam das dann. Ja. Also im Nachhinein war es Musikgeschichte, wenn man das so richtig sich überlegt. Also unglaublich. Damals war es normal. Wir haben uns gegenseitig die Sachen vorgespielt und echt fantastisch. Jetzt haben wir ja Ghanaia, 20 Jahre Jubiläum. Ja, das ist unglaublich, dass es schon 20 Jahre her ist. Viele Versionen schwirren auf YouTube herum. Das Verrückte ist, dass der damals Edgar Guckeis, dem ich das ja gewidmet hatte, zu mir sagte, gerade als er es
uraufgeführt hatte, das war in diesem Zeitrahmen, hat er mir gesagt, weißt du was, du solltest davon eine Ensemble-Version machen. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, ich verstehe das, ich kann mir das auch gut vorstellen, nur ich habe ihm damals auch gesagt, ich fühle mich zu nah dran an dem Original. Da jetzt mich zu distanzieren und eine Ensemble-Version schreiben, habe ich gesagt, das würde nicht gut werden. Ich brauche da ein bisschen mehr Abstand. Und dann hat sich das im Laufe der Zeit eigentlich so entwickelt, dass immer mehr andere sich da was ausgedacht haben. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja, ich finde es toll, dass so viele Leute ihre Version damit machen. Die meisten lassen ja die Marimba-Stimme so, wie sie ist, oder in sehr vielen Fällen so, wie sie ist, und addieren dann andere Instrumente, meistens Djembe dazu oder Percussion. Manche machen es als Jazzstück, also ganz unterschiedlich. Peter Sadler hat ja eine sehr, sehr gute Percussion-Version, nicht nur arrangiert, sondern ja auch aufgenommen mit Peter Sadler and Friends. Also ich finde es total toll, dass so viele Menschen damit was anfangen können. Das ist echt ein Geschenk, wenn man so will. Ja. Wie es dazu kam, weiß ich ziemlich genau. Und zwar hatte ich Anfang der 80er Jahre Trommelseminare besucht, in einem zeitlichen Abstand von einem Jahr, von Dudu Tucci, brasilianischer Perkussionist, fantastischer Conga-Spieler. Und der spielte in seinem Trommelunterricht, waren 15, 20 Trommler da, spielte er diesen Glockenrhythmus, was in Cuba Bembe heißt, was man auch als Afro 6/8 kennt. Also gibt es verschiedene Bezeichnungen. Es ist diese Rhythmusformel. Und diese Rhythmusformel spielte er auf der Conga. Und ich hatte noch ein Tanzseminar gebucht, wobei ich kein Tänzer bin, ich bewege mich eher. Aber es war also ein Tanzseminar bei Ismael Ivo am Nachmittag. Und Dudu hat am Vormittag Trommelunterricht gemacht, am Nachmittag hat er die Tänzer begleitet. Und ich tanzte dann, oder bewegte mich, sagen wir es besser so nochmal, zu dieser Rhythmusformel, die er auf der Conga interpretiert hat, natürlich mit Variationen, aber die kam immer wieder durch. Und bewegte mich, weiß ich, ob es 2 Tage waren oder 3 Tage, immer Nachmittag so, weiß nicht, vielleicht 3 Stunden oder 2 Stunden, kannst du nicht mehr sagen. Wir tanzen da dazu. Und dieser Rhythmus, das hat sich so eingenistet in meinem Gehirn, das war unglaublich. Ich bin nachts aufgewacht, ich habe das permanent gehört. Irgendwann konnte ich es auch aufschreiben, weil ich dann wusste, wie ich es notieren soll. Das hat eine Weile gedauert. Dann habe ich damit einfach rumexperimentiert. Und dann kurze Zeit später kam ein Student, der ein Urlaubssemester in Ghana gemacht hat, kam zurück und hat den gleichen Rhythmus gespielt und ähnliche Rhythmen gespielt, die mit dem 6/8 in Verbindung waren oder im 6/8-Rhythmus waren. Und da habe ich wieder diese Art gehört und dann fing es bei mir an, dass ich das ausprobiert habe, natürlich auf der Trommel, natürlich auf anderen, also das heißt natürlich nicht, aber ich habe dann auf anderen Instrumenten ausprobiert, Klavier, Keyboard, Schlagzeug, immer wieder rumexperimentiert. Es hat eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, Granay hat eine Inkubationszeit von 10 Jahren, wo ich immer wieder rumprobiert habe, aber nicht daran gedacht habe, dass ich jetzt irgendwas komponiere oder so, sondern ich habe einfach mit dieser 6/8-Geschichte, die ja so vieldeutig ist, rumexperimentiert. Und ich weiß noch, wie es anfing mit Granay, und zwar war das an der Musikschule. Da hatte ich eine Freistunde, kam ein Schüler nicht. Und ich setze mich ans Keyboard, stelle Marimba ein und spiele. Es kam einfach so. Und ich dachte, oh, das ist aber gar nicht mal schlecht. Und dann habe ich angefangen, das weiterzuentwickeln, habe es dann auf Marimba ausprobiert und so ist Granay entstanden eigentlich. Also eigentlich 30 Jahre Granay. Wenn du so willst. Wenn man die Entstehungszeit. Genau, ja, eigentlich schon. Ja. 2000 ist mir das Stück das erste Mal über den Weg gelaufen. Es hat mich die Jahre über in den verschiedensten Fassungen begleitet und bin seit der Zeit, also seit 2004, sein Notensetzer. Habe also quasi alle seine Noten, die er publiziert hat, für ihn gesetzt.
Also Matthias, seine Vorgaben sind sein handschriftliches Skript, was manchmal ein bisschen schwer zu lesen ist, weil er manchmal sehr dicken Bleistift verwendet. Ansonsten kommt es für ihn eigentlich nur darauf an, dass es gut lesbar ist, und da versuche ich mein Bestes. Ansonsten natürlich, genauso wie er mir das schreibt, so setze ich das um. Also das ist das Original Ganaya. Noch handschriftlich. Noch handschriftlich, ja. So sieht es dann aus. Wo ist schon so gesetzt mit den Sachen, wie es ja dann auch Ja, ja. später gedruckt wurde. Ne? Genau, genau. So. Und damals hatte ich noch einen anderen Schluss, und dann, als ich mit Edgar zusammengearbeitet hatte, haben wir uns für einen neuen Schluss entschieden, dass das Stück wirklich mit dem gewaltigen Schluss endet. Das ist jetzt die Faxkopie, die ich ihm geschickt habe mit dem neuen Schluss. Das ist das Original, wo mein Sohn Max, der damals noch klein war, ein bisschen zum Malen benutzt hat. Aber letztendlich hat es ja funktioniert. Es gab diejenigen, die vom Drumset kamen, die also rein über den, nicht rein, aber halt mehr dem Rhythmus irgendwie nachhingen und das in den Vordergrund gebracht haben. Und dann gab es diejenigen, die vom Klavier kamen und die sich dann eher für Marimba oder für Vibraphon entschieden haben und so. Und ich habe eigentlich dann gedacht, Mensch, es muss doch möglich sein, dass man ein Stück schreibt, also was dem reinen Perkussionisten, dem Rhythmiker sozusagen gefällt, aber auch denen, die Harmonie und schöne Klänge lieben. Und das war auch noch ein Gedanke beim Schreiben. Also diese Keimzelle, die Idee des Tanzens, der Bewegung, dass es grooven soll, und dann beide Zielgruppen zu bedienen. Das war so meine Überlegung damals. Also wenn man es rein auf die technische Ebene setzt, ist es leicht. Aber das sind viele klassische Stücke auch, wo man erstmal denkt, das ist leicht, wenn man das anschaut. Aber wenn man anfängt zu spielen, merkt man, oh, den Groove hinzukriegen, dass es über die 2 und 4 zu hören ist, dass es permanent zu hören ist, egal in welchem Part ich da bin, das ist nicht einfach. Und auch die Spannung zu halten, von vorne bis hinten, das durchzuziehen. Die Katharina Mitschka hat es als erste aufgenommen, auf ihrer ersten CD. Das fand ich auch total spannend. Und das kam durch die Vermittlung von Peter Sadler. Also Peter Sadler hat praktisch mir vertraut, ja, und hat das dann weitergegeben, ohne dass er wusste, was ich geschrieben habe. Blind, der Matthias, geh mal zu dem, der hat bestimmt was Gutes. Und das ist echt verrückt. Und genauso war es also mit Katharina Mitschka, dass sie das Stück gespielt hat. Also viel hat Peter Sadler im Hintergrund gemacht. Ich habe ihm viel zu verdanken. Jetzt sind wir wieder beim Peter. Es sieht tatsächlich einfach aus, aber es ist nicht einfach, durch so eine lange Strecke die Spannung zu halten und den Groove nicht zu verlieren. Und das war das auch, was Matthias immer wichtig war, ne? Die Sachen nicht zu leicht zu nehmen, wirklich ernst zu nehmen, sich damit zu beschäftigen. Auch ein bisschen diese Idee von einem Trommelkreis, von dieser fast hypnoseartigen Beziehung zur Musik zu entwickeln, sich wirklich mal von dem Groove treiben zu lassen. Und wenn man das als ein virtuoses Stück spielen will, dann hat man wahrscheinlich die Idee verfehlt, komplett. Und ich denke mal, wenn man als junger Spieler mal ein Stück in die Hände bekommt, möchte man das erstmal ganz schnell spielen und ganz laut und eben mal alles zeigen, was man so hat in petto. Und aber denke ich, jetzt mal zurückblickend, man braucht eine gewisse Reife, um dass wir auch alles andere zu einem Zeitpunkt mal richtig gut zu bringen, gut im Sinne dem Stück gerecht auch zu werden.
Prinzip bei Ganaya die einzige Stelle, die einen richtig graue Haare kostet wahrscheinlich. Da ist so relativ weit am Schluss schon einfach diese Folge, die so quasi chromatisch sich umdreht, dann von dieser komischen Quarte FB in der rechten Hand zu Fis H. Und natürlich liegt es ja denkbar doof. Aber dann, das war die Stelle, an der ich wirklich mal lange geschuftet habe, um die wirklich zumindest diese Sopranstimme mal richtig schön zu bringen. Und der Sadler hat irgendwann mal, glaube ich, auch gesagt, jetzt lass es mal. Aber ich denke mal, wenn man sich da ziemlich da hineinbeißt, man schafft das auch. Man muss das irgendwie doch eine Lösung finden. Und ich glaube, an solchen Geschichten und an solchen kleinen Stellen wachsen wir als Interpreten und auch als Spieler einfach. Was für mich interessant war, eben durch diese Wettbewerbe wurde ich eingeladen zu ganz vielen Festivals, Events sozusagen auf verschiedenen Kontinenten. Man kann mich erinnern an die PASIC-Einladung, wohl die größte Geschichte für Schlagzeuger erstmal. Das war in Los Angeles 1997. Und dort habe ich Merlin gespielt, weil ich dachte, ich musste auf jeden Fall mal mir was Ernstem kommen, was die Amerikaner schon wahrscheinlich besser können als ich. Und muss aber was Frisches mitbringen. Und da hat sich Ganaya natürlich auch mal angeboten. Als ich es gespielt habe, man kann sich kaum vorstellen, wie viele Leute mich überfallen haben. Hast du die Noten? Kannst mal geben. Zu dem Zeitpunkt hat Matthias die Ganaya selbst verlegt. Und ich habe natürlich einfach gesagt, Kopien gebe ich nicht raus. Und jedem habe ich einfach einen Kontakt zu Matthias gegeben. Was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass er fast verrückt geworden ist, weil er ständig angerufen worden ist und angeschrieben. Dann hat er gesagt, weißt du was, wir müssen was machen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Das geht nicht mehr. Und da ich seit 2 Jahren, dann seit dem Wettbewerb in Luxemburg, seit 1995 im Kontakt war mit dem norwegischen Verlag Norsk Musikforlag Oslo und mit dem damaligen Chef irgendwie eine schöne Verbindung hatte und auch sehr viel Vertrauen genossen habe. Er hat dann auch gesagt, falls du mit Komponisten arbeitest, die du interessant findest, die du empfehlen kannst, kannst du uns das Stück mal geben. Und das habe ich natürlich mit Ganaya sofort gemacht. Die haben gesagt, gerne, die verlegen das gerne. Und dann war Matthias ein bisschen aus dem Schneider. Und ich glaube, dann hat sich die Lage ein bisschen entspannt. Ja, so war eigentlich die Entstehungsgeschichte für Ganaya. Und dann gab es ja auch Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, die dann mit deiner Musik auch groß geworden sind. Ja, also ich weiß es von Mariana Bednarska zum Beispiel, die ich, weiß nicht, wann es war, vor vielen Jahren, da war sie, glaube ich, 15, auf einer Akademie von Kaschka, Gavrila Mitschka, zum ersten Mal gehört habe, wie sie spielt. Und da war ich total begeistert, wie sie mit ihren 15 Jahren schon Marimba spielt. Und Mariana hat mir gesagt, dass das eines ihrer ersten Marimba-Stücke gewesen ist. Und das fand ich total rührend. Und dass ihr das Stück so gut gefällt und so, also es war echt, ja, das ist, wie soll ich das sagen, dass man mit seinem kleinen Denken oder mit seinem kleinen Musikmachen andere Leute irgendwo emotional trifft. Wildfremde Menschen, die man nie vorher gesehen hat, die plötzlich einen Bezug zu dem haben, was man sich ausgedacht hat, das ist fantastisch. Also es ist
überirdisch irgendwie. Ich kann es nicht einordnen. Es ist so transzendent, empfinde ich das. Wenn Musik generell, wenn Musik eine Ebene erreicht von einem Unterbewusstsein zum nächsten. Und da wird plötzlich so eine Verknüpfung hergestellt. Und man hat plötzlich eine gleiche Empfindungsebene, die man nicht beschreiben kann. Die ist einfach vorhanden. Das ist unglaublich. Und das herzustellen oder das zu erreichen, das ist immer mein Bestreben. Gelingt nicht immer, aber das ist so das, was mich irgendwo am Musikmachen reizt. Am Musik ausdenken reizt, so muss ich sagen. Weil ich sehe mich nicht als, nicht wie Peter Sadler als Interpret, das war als Solokünstler oder überhaupt als Künstler auf der Bühne. Das bin ich nicht. Ich bin eigentlich eher der im Hintergrund sich sieht und schreibt und Musik ausdenkt. So. Aber wenn ich dann merke, oder wenn so eine Rückkopplung kommt, oder auch Facebook, kriege ich immer wieder Meldungen von Leuten, jungen Leuten, die kenne ich gar nicht. Great Music Man oder ja, nur so ganz kurze Meldungen, irgendwie tolle Musik oder was weiß der nicht. Ganz verrückt, das ist einfach schön. Ja. Da ist mein Tag wieder gerettet. Und die Marianna hat ja auch ein Stück sich gewünscht von dir, eigentlich, kann man sagen. Das war sogar relativ früh, nachdem ich sie in Frankfurt bei Kaschkas Meisterklasse kennengelernt hatte, bei ihrer Akademie. Kurz danach, ich weiß nicht, vielleicht 1 oder 2 Jahre war es wohl, hat sie sich dann bei mir gemeldet und bat mich oder fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, für sie ein Stück zu schreiben. Dann fiel mir ein, dass mich Leif Darmstadt irgendwann mal in dem Nebensatz aufmerksam gemacht hat, versucht doch mal Bach Choralvorspiele zu verwenden als Sujet für Variationen. Ich habe nicht die Bach-Choralvorspiele aufgegriffen, ich habe direkt einen Bach-Choral genommen und habe dann darüber Variationen geschrieben. Und das habe ich ihr dann gewidmet, was sie dann auch letztes Jahr in Stuttgart uraufgeführt hat, mit ganz großem Erfolg und ganz fantastisch gespielt hat. Ich wusste, dass Matthias Schmidt seine Stücke für Katarzyna Myćka, Marimba-Virtuosin, gewidmet hat. Und ich habe diese 6 Miniaturen gespielt. Ich wusste, dass das ist so ein Geschenk von dem Komponist, von dem Herz. Und dann, ich habe sehr geträumt, dass Matthias irgendwann das auch irgendwas für mich schreibt. Ich finde das super, dass ich jeden Charakter wie in Miniaturen auch in verschiedene Variationen zeigen kann. Also das Stück liegt schon sehr nah zu meinem Herz. Spielen für ihn persönlich auch, wenn er im Saal sitzt, das war eine große, große Freude und Ehre. Also ich freue mich total, dass ich so eine Möglichkeit hatte. Und ich denke, solche Momente bleiben für immer im Herz und das ist der größte Preis, was Musiker bekommen kann in seinem künstlerischen Leben.
Wenn du jetzt so schaust, dein Leben bisher, bist du ganz zufrieden? Ja, die Hälfte meines Lebens habe ich ja hinter mir mit meinen fast 60 Jahren. Ne? Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich habe mich immer, jetzt rückblickend, eigentlich immer in so, wie Steiner eigentlich sagt, immer in so 7 Jahres Modi, Etappen, sagt man, wie nennt er das? Wie nennt es Steiner? Epochen nennt er das. Bewegt. Natürlich nicht immer, genau 7 Jahre und so. Das waren auch mal 6 oder mal 9 oder 10. Aber es gab immer diese Phasen, die ich aber sehr grundlegend durchlebt habe, die ich bewusst durchlebt habe. Das waren wirklich Phasen, wo ich mich meinetwegen Relax gewidmet habe oder dem Schlagzeugstudium gewidmet habe, also, wo ich wirklich dann mich dem wirklich gewidmet habe. Und das war dann der Hauptteil meines Lebens. Aber es war dann auch irgendwann erlebt und durchlebt und dann war wieder Raum für was Neues. So war das bis jetzt immer. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Selbstbestimmt kann man das nicht, das liegt nicht in meiner Hand, aber ich würde gern in diesen wechselnden Phasen was Neues zu entdecken, was Neues, nicht Neues zu erfinden, aber was Neues zu schreiben, was ich nicht vorher gemacht habe, wie Agnus Dei war für mich völlig neu oder Ganaya völlig neu. Das würde ich gern weitermachen. Wenn ich das hinkriege, dann bin ich glücklich. Vielen Dank. Gerne.